Das ist eine Mähmaschine. Keine ganz gewöhnliche, normalerweise mäht sie Böschungen. Heute aber mäht sie Torfmoos. Es ist die weltweit erste maschinelle Torfmoosernte und sie ist ein wesentlicher Teil eines Projekts. Das soll hier im Hankhauser Moor Naturschutz und den Ersatz für Torfabbau möglich machen. Die Versuchsfläche hat etwa 13 Hektar. Sie gehört zum Torfwerk Ramsloh. Bei Langeweideland, auf einem Teil davon, wächst seit 5 Jahren Torfmoos. Die Biologin Greta Gaudig gehört zur Wissenschaftlergruppe der Uni Greifswald, die hier das Torfmoos anbaut und erforscht. Unten das, was hier so schwarz ist, das ist der Torf, der Untergrund. Und hier im oberen Bereich, dort wo es grün ist, da wachsen die Moose. Und im unteren Bereich, wo es hier jetzt schon braun wird, da kommt dann das Wasser. Sie geraten also unter Wasserabschluss und dann bildet sich da der Torf. An dieser Kante sieht man mal, also quasi so viel Material wird abgeerntet, 10, 12 Zentimeter. Aber man sieht hier, dass immer noch 4, 5 Zentimeter stehen bleiben, die dann eben weiter wachsen können. Noch vor 2 Jahren waren die Wissenschaftler längst nicht sicher, dass das Moos hier so gut wachsen würde. Wir erhoffen uns davon, dass wir zeigen können, dass man Torfmoose kultivieren kann auf ehemaligem Hochmoorgrünland, dass das machbar ist als neue Landwirtschaft und dass man das Produkt als hochwertigen Substratrohstoff verwenden kann. Mittlerweile ist klar, das Moos wächst besser als erhofft. Selbst wenn noch Sonnentau und Binsenkraut dazwischen stehen, als Torfersatz käme Torfmoos wohl in Frage. Es hat die Qualitäten, die den Torf für den Gartenbau interessant machen. Torfmoose, die können eben sehr viel Wasser speichern, wie ein Schwamm auch. Wenn ich das jetzt hier mal ausdrücke, dann sieht man, was hier aus diesem kleinen Haufen Torfmoose dann eigentlich für eine Menge von Wasser rauskommt. Ein nährstoffarmer Wasserspeicher sowie Torf. Und so wie Torf wäre Torfmoos darum ein nützlicher Grundstoff für die verschiedenen Blumenerden. Das wachsende Interesse am Torfmoos hat aber noch gewichtigere Gründe. Die Landesregierung hat beschlossen, dass eben Torfabbau hier ein Ende finden soll. Und dazu kommen, dass die Ressourcen auch immer weniger werden, sodass also schon jetzt immer mehr aus dem Baltikum importiert wird, vor allem aus dem Baltikum. Und die Unternehmen, die halt hier vor Ort ihre Wurzeln haben und auch hier bleiben wollen, sehen das eben als Alternative. Läuft das Torfmoosprojekt im Hankhauser Moor weiter gut, dann könnte Torfmoosanbau selbst für die benachbarten Milchbauern interessant werden. Denn in Weidenutzung geht Moorlandschaft nach und nach verloren. Und der entwässerte Boden setzt im Gegensatz zu Torfmoosfeldern Treibhausgase frei. Für Torfunternehmer Gunnar Koch jedenfalls rechnet sich Torfmoos verglichen mit Weideland. Bei dem ersten Versuch sowieso verbleiben. Es ist so, dass wir heute schon auf diesen Flächen deutlich mehr Umsatz produzieren können, wie zum Beispiel mit Gras produziert werden kann, also mit einer Milchwirtschaft. Das heißt, das ist schon lohnenswert, auch aus unserer Sicht. Und dann kommt natürlich noch die Veredelung der Torfmoose zu einer gärtnerischen Erde, die dann nochmal wieder einen Mehrwert bringt. Die erste Ernte ist nur zur Vermehrung gedacht. Klein gehäckselt wird das Moor auf der noch freien Fläche verteilt und wächst wieder an. Der Ertrag hat zwar alle Erwartungen übertroffen, trotzdem ist es noch ein weiter Weg, denn allein für den jährlichen Torfbedarf Deutschlands wären 40.000 Hektar Torfmoosfläche nötig. Und das ist ungefähr das Dreifache der zurzeit genutzten Torfabbaufläche Deutschlands.